Wenn dir mein Video gefällt, vergiss nicht zu abonnieren. Das Ruhrgebiet. Wenn du mich fragen würdest, was Heimat für mich bedeutet, wäre das meine Antwort. Das Ruhrgebiet. Aber genau wie im letzten Video steht es auch hier wieder exemplarisch für die gesamte Nation. Und um unsere Nation muss man sich mittlerweile ein bisschen Sorgen machen, wie ich finde. An diejenigen, die sich Patrioten nennen. Zunächst möchte ich wiederholen, dass Patriotismus was völlig anderes ist als Nationalismus. Dazu habe ich bereits im letzten Video schon mal eine kleine Definition erstellt und das Video verlinke ich natürlich sehr gerne nochmal oben rechts. Und natürlich kann man auch als Bürger, der sich eher der Mitte oder auch dem linken Spektrum zugewandt sieht, als Patriot fühlen. Und gerade auch als Patriot solltest du immenses Interesse am Naturschutz haben. Denn du liebst doch die Landschaft, die Wälder, die Natur, die heimische Tierwelt, oder nicht? Wenn du doch vorgibst, dein Land zu lieben, warum schützt du nicht seine Natur? Selbst wenn du nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben solltest, müsste doch der Naturschutz für dich die höchste Priorität haben. Selbst wenn dir der Klimawandel egal ist, hättest du mit nachhaltiger Energiegewinnung wenigstens ein wenig Naturschutz betrieben. Schützt du die Natur nicht, die ein Teil dessen ist, womit du dich identifizierst, nämlich mit deinem Land, dann wirst du ein richtig schlechter Patriot. Heimatliebe ist leider wie vor 80 Jahren auch schon zu einer Floskel von Rechtsextremisten verkommen. Dabei könnte es so ein nützliches Wort sein. Die AfD nennt den Klimawandel bekanntermaßen eine Lüge. In einem offiziellen Bundesantrag forderte sie zum Beispiel, alle Klimaschutzmaßnahmen zu beenden, mit der schlichten Begründung, das Klima lasse sich ohnehin nicht schützen. Gerade die AfD will doch immer Fluchtursachen verhindern, sagt sie. Klimaschutz sollte deshalb auch hier oberste Priorität haben. CDU und AfD sind dabei ganz auf Linie. Katharina Reiche von der CDU ist unsere aktuelle Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Und die sagt, der Klimaschutz sei in den letzten Jahren überbetont worden. Aber ansonsten ist da oben nichts. Und Merz gibt mir dabei solche Vibes wie: Es brennt und du rufst nicht die Feuerwehr, sondern den Steuerberater an. The building is on fire. Natürlich vertraue ich einem Bundeskanzler, der gleich nach seiner Wahl so bescheiden auftritt wie der Herr Merz. Das war aber anders verabredet, Leute. Das habe ich auch so gesagt. Das war aber anders verabredet. Dieses Pult ist zu niedrig. Niedrig Merz, unser Kerosinkanzler zweiter Wahl. Das Handy fällt gleich runter. Jeden Moment. Das ist mein Bauch. Opa. Nichts, was nicht zu dumm für billigen Populismus sein könnte. Und das Stimmvieh rennt den Parolen willenlos hinterher. Ein Land, das sich mehr über Windräder aufregt als über Luftverschmutzung. Ein Land, in dem befestigte Plastikdeckel und verbotene Plastikstrohhalme als Zusatzargument genutzt werden, weshalb man Rechtsextremisten wählt. Das sind natürlich Maßnahmen, die im Kleinen schützen sollen, die einzelne Tiere schützen sollen, die sich an diesen Abfällen verschlucken könnten, und natürlich auch die gesamte Müllmasse zumindest ein wenig zu reduzieren. Aber natürlich ist das Grund genug für rechte Leute, laut zu pöbeln. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Und eben ein weiterer Grund dafür, warum diese Menschen keine Heimatliebe empfinden, weil wenn du deine Heimat liebst, würdest du eben auch im Kleinen deine Umwelt schützen wollen.
Natürlich kann Deutschland alleine den Klimawandel nicht aufhalten. Aber wir hätten die Mittel, die Intelligenz und die Verfahren, neue Technologien auf den Weg zu bringen. Statt auf alte Energien zu setzen, könnten wir mit progressiven Technologien wirtschaftsrelevanter Vorreiter und weiterhin Global Player bleiben. Wir könnten Vorbild sein und anderen Nationen zum Schritt in die Zukunft verhelfen. Stillstand hingegen wird uns bedeutungslos machen. Und der Stillstand ist genau das, was ich für die mindestens nächsten 4 Jahre leider befürchten muss. Und mit Blick auf die Gegenwart und die Menschlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Zukunftsorientierung in Deutschland, Fehlanzeige in allen Teilbereichen. Alles wird geopfert, um die Interessen weniger Leute zu befriedigen. Und statt großem Protest gibt es breiten Applaus derjenigen Bürger, die am meisten unter den Entwicklungen leiden würden. Manchmal hat man wirklich einfach gar keine Lust mehr. Nieder mit diesen Windmühlen der Schande! Das hat Alice Weidel medienwirksam in die Welt hinausgeschrien. Das ist furchtbar. Mit Windmühlen meinte sie natürlich eigentlich Windräder. Das hat sie absichtlich falsch benannt, wie vieles andere in ihrem Weltbild eben auch. Der Begriff Windmill stammt aus dem Englischen. Vielleicht ein Echo aus dem vorherigen Musk-Interview. Wer weiß das schon. Kann man natürlich nur verdächtig finden. Das fand ich dann doch einigermaßen peinlich. Jedenfalls gilt die Aufregung ja überhaupt gar nicht der Sache, sondern dem Symbol. Und der rechte Wähler springt auf. Plötzlich weiß jeder, wie viel Beton so ein Mast braucht, aber nicht, wie viel Fläche ein Kohlekraftwerk frisst. Es wird nur noch über Windräder gesprochen, die eigentlich mal ein Symbol für Fortschritt und Wandel in die richtige Richtung waren. Stattdessen möchten viele Leute zurück in ausbeuterische Energiegewinnung, weil natürlich muss auch das Uran für Atomenergie irgendwo herkommen. Aber wenn dafür in anderen Ländern Kinderarbeit geleistet wird, was soll es uns denn in Deutschland bitteschön jucken? Und um zum Beginn des Videos zurückzukehren, was bedeutet für mich Heimat? Heimat ist für mich das, was gerade massiv aufs Spiel gesetzt wird. Thank you for making it happen. Thank you. Ja, aber Tschüss.